Stellen Sie sich vor, Sie sitzen am Frühstückstisch. Die Sonne scheint. Sie greifen nach dem, was Sie seit Jahrzehnten jeden Morgen essen. Eine Frucht, die Sie immer für gesund gehalten haben. Ihr Arzt hat nie etwas dagegen gesagt. Die Werbung feiert sie als natürliche Wunderwaffe. Und trotzdem passiert in diesem Moment in Ihrem Körper etwas, das die meisten Menschen nie erfahren werden. Etwas, das still und unsichtbar Ihr Herz unter Druck setzt, Ihren Blutdruck in die Höhe treibt und Ihre Arterien von innen angreift. Klingt dramatisch, vielleicht. Aber hören Sie bis zum Ende zu, denn das, was Sie jetzt erfahren werden, könnte buchstäblich Ihr Leben retten. In Deutschland essen Millionen von Menschen über 60 diese Früchte täglich. Beim Frühstück, als Zwischenmahlzeit, im Saft, im Joghurt, in Kuchen und Smoothies. Und 99% von ihnen ahnen nicht, was dabei in ihrem Körper passiert. Denn niemand hat ihnen jemals die Wahrheit gesagt. Die Lebensmittelindustrie schweigt, die Werbung jubelt. Und ihr Herz zahlt den Preis. Eine Studie der Harvard Medical School aus dem Jahr 2022 fand heraus, dass bestimmte Früchte, die als besonders gesund gelten, bei Menschen über 60 das Risiko von Herzrhythmusstörungen um bis zu 67% erhöhen können. 67%. Das ist keine kleine Abweichung. Das ist ein erschreckendes Signal, das wir alle ernst nehmen sollten. Aber das ist nur die eine Seite der Geschichte. Denn gleichzeitig gibt es Früchte, über die kaum jemand spricht, die ihr Herz aktiv schützen, ihre Blutgefäße von innen reinigen und ihnen laut Forschern der Universität Bologna bis zu 8 zusätzliche Lebensjahre schenken könnten. In diesem Video erfahren Sie die volle Wahrheit. Wir enthüllen die 3 Früchte, die jeder Senior sofort meiden sollte, von der gefährlichsten bis zur risikoreichsten. Und wir zeigen Ihnen die 3 Früchte, die Ihr Herz reparieren, Ihre Arterien öffnen und Ihre Energie zurückbringen, von der wirkungsvollsten bis zur absoluten Nummer 1. Bleiben Sie bis zum Ende. Die Frucht auf Platz 1 der guten Liste wird Sie überraschen. Und die Frucht auf Platz 1 der gefährlichen Liste, sie ist wahrscheinlich gerade in Ihrer Küche. Aber zuerst, wenn Sie Gesundheitstipps wollen, die speziell für Menschen über 60 recherchiert und aufbereitet werden, dann abonnieren Sie jetzt den Kanal Klar Vital. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die nicht blind vertrauen, sondern antworten wollen. Tippen Sie gerne in die Kommentare, aus welcher Stadt oder welchem Bundesland Sie zuschauen. Wir lesen wirklich jeden Kommentar und freuen uns über jede Nachricht. Und jetzt beginnen wir. Mit der gefährlichsten Frucht zuerst. Platz 3 der Früchte, die Sie meiden sollten: Bananen. Bananen gelten als der Inbegriff des gesunden Snacks. Günstig, sättigend, praktisch. Jede Oma empfiehlt sie, jeder Arzt nickt wohlwollend. Aber hier ist die schockierende Wahrheit, die niemand Ihnen sagt: Für Menschen über 60 kann die harmlose gelbe Frucht eine gefährliche Falle sein. Das Problem liegt im Inneren. Reife Bananen gehören zu den zuckerhaltigen Früchten mit dem höchsten glykämischen Index. Das bedeutet, sobald Sie eine reife Banane essen, schießt Ihr Blutzucker in die Höhe, schneller als bei vielen Süßigkeiten. Und dann kommt der Absturz. Dieser Auf und Ab, dieser Achterbahneffekt auf Ihren Blutzucker, er ist nach 60 nicht mehr harmlos. Warum? Weil Ihr Körper nach 60 nicht mehr so reagiert wie mit 40. Ihre Bauchspeicheldrüse arbeitet langsamer. Ihre Zellen reagieren weniger sensibel auf Insulin. Jede Blutzuckerspitze bedeutet mehr Stress für Ihr Herz, mehr Entzündung in Ihren Blutgefäßen, mehr Druck auf Ihre Nieren. Eine Studie aus dem Fachjournal Diabetes Care aus dem Jahr 2021 untersuchte über 4000 Senioren und stellte fest, diejenigen, die täglich hochglykämische Früchte wie reife Bananen konsumierten, hatten ein 41% höheres Risiko für Insulinresistenz. Und Insulinresistenz, das ist der erste Schritt in Richtung Typ 2, Diabetes, Herzerkrankungen und chronischer Erschöpfung. Aber das ist noch nicht alles. Bananen sind auch reich an Kalium. Das klingt erst einmal gut und tatsächlich braucht Ihr Körper Kalium. Aber wenn Ihre Nieren bereits mit dem Alter etwas langsamer geworden sind, was nach 60 ganz normal ist, dann kann ein zu viel an Kalium das Gleichgewicht Ihrer Herzmuskelzellen stören. Zu viel Kalium im Blut heißt in der Medizin Hyperkaliämie. Und das Heimtückische daran ist, es passiert still. Keine Schmerzen, kein Warnsignal. Nur ein Herz, das immer unregelmäßiger schlägt. Das bedeutet nicht, dass Sie Bananen für immer streichen müssen. Aber wenn Sie täglich Bananen essen, wenn Sie Blutdruckmedikamente nehmen oder bereits Herzprobleme haben, dann ist es höchste Zeit,
mit Ihrem Arzt darüber zu sprechen und Ihre Gewohnheiten zu überdenken. Eine halbe, noch leicht grüne Banane gelegentlich ist deutlich besser als eine vollreife täglich. Was Sie stattdessen essen können, erfahren Sie gleich. Aber erst kommt Platz 2, und da wird es noch beunruhigender. Platz 2 der Früchte, die Sie meiden sollten: Trauben. Trauben. Klein, süß, verführerisch. Sie liegen auf jedem Obststeller, werden in Seniorenheimen serviert und gelten als leichte, bekömmliche Alternative zu schwererem Obst. Aber was die meisten Menschen nicht wissen: Trauben sind eine der zuckerreichsten Früchte überhaupt, verpackt in einer winzigen Form, die es viel zu leicht macht, zu viel davon zu essen. Stellen Sie sich das einmal vor: Eine kleine Handvoll Weintrauben, sagen wir 30 Stück, das klingt nach wenig, aber in dieser kleinen Menge stecken über 25 Gramm Zucker. Das ist mehr als in einem Schokoladenriegel. Und weil Trauben so klein und angenehm zu essen sind, greift man schnell noch einmal zu und noch einmal. Die Zuckermoleküle in Trauben, vor allem Fructose, haben eine besondere Eigenschaft: Sie umgehen teilweise die normale Insulinantwort des Körpers und gehen direkt zur Leber. Dort werden sie in Triglyceride, also Blutfette, umgewandelt. Und erhöhte Triglyceride sind einer der wichtigsten Risikofaktoren für Herzinfarkt und Schlaganfall. Eine Studie der Universität Lausanne aus dem Jahr 2020 zeigte, dass ältere Erwachsene, die regelmäßig fruktosereiche Früchte wie Trauben und Datteln konsumierten, innerhalb von 6 Wochen einen messbaren Anstieg ihrer Triglyceridwerte verzeichneten. Der Anstieg war vergleichbar mit dem Effekt von regelmäßigem Alkoholkonsum. Und dann gibt es da noch die sogenannten Pestizidbelastungen. Trauben gehören weltweit zu den Früchten mit der höchsten nachgewiesenen Pestizidbelastung. In einer Analyse des BUND aus dem Jahr 2022 wurden in konventionell angebauten Weintrauben im deutschen Supermarkt bis zu 16 verschiedene Pestizidspuren nachgewiesen. Nach 60, wenn Ihre Leber langsamer entgiftet und Ihre Nieren weniger filtern, bauen sich diese Substanzen im Körper langsamer ab. Wenn Sie Trauben mögen, dann greifen Sie zu Bio-Qualität. Essen Sie nur eine kleine Portion und nicht täglich. Und tauschen Sie sie gegen eine der schützenden Früchte aus, die wir Ihnen gleich vorstellen werden. Doch zuerst kommt der erschreckendste Teil dieses Videos. Die Frucht auf Platz 1, die gefährlichste für Ihr Herz. Sie ist in fast jedem deutschen Haushalt zu finden. Sie ist morgens im Frühstückssaft, mittags im Kuchen, abends im Dessert. Und sie könnte dafür verantwortlich sein, dass Millionen von Senioren täglich unwissentlich ihr Herz belasten. Platz 1 der Früchte, die Sie meiden sollten: Grapefruit. Bevor Sie jetzt aufhören zu lesen oder zu hören, verstehen Sie bitte, warum genau diese Frucht so gefährlich ist. Es geht nicht darum, dass Grapefruit an sich schlecht wäre. Es geht darum, was sie mit Medikamenten macht. Und es geht darum, wie wenige Menschen das wissen. Grapefruit enthält eine Gruppe von natürlichen Substanzen, sogenannte Furanocumarine. Diese Verbindungen blockieren ein wichtiges Enzym in Ihrem Darm und Ihrer Leber. Dieses Enzym nennt sich CYP3A4. Und dieses Enzym ist verantwortlich dafür, dass Ihr Körper viele Medikamente richtig abbaut. Wenn Grapefruit dieses Enzym blockiert, dann passiert etwas Beängstigendes. Die Medikamente, die Sie nehmen, werden nicht mehr normal verarbeitet. Sie bleiben in Ihrem Blut. Sie reichern sich an. Und plötzlich hat Ihr Körper nicht mehr die normale Dosis, die Ihr Arzt verschrieben hat, sondern das 2- oder 3-fache oder noch mehr. Die Liste der Medikamente, die von Grapefruit beeinflusst werden, ist erschreckend lang. Blutdruckmittel wie Amlodipin und Nifedipin, Cholesterinsenker wie Simvastatin und Atorvastatin, Herzrhythmusmittel wie Amiodaron, Gerinnungshemmer, Antidepressiva, Immunsuppressiva. Laut einer Analyse im renommierten Canadian Medical Association Journal sind es über 85 Medikamente, die mit Grapefruit gefährlich wechselwirken. Was passiert in der Praxis? Eine Studie aus dem Journal of Clinical Pharmacology aus dem Jahr 2019 beschrieb Fälle, in denen Senioren, die täglich Grapefruitsaft tranken, gefährlich niedrige Blutdruckwerte entwickelten, weil ihre Blutdruckmedikamente plötzlich 3-mal so stark wirkten wie vorgesehen. Andere bekamen Herzrhythmusstörungen. Wieder andere litten unter Muskelschäden durch überhöhte Statinspiegel im Blut. Und das Heimtückische daran: Der Effekt der Grapefruit auf das Enzym hält bis zu 72 Stunden an. Das bedeutet, selbst wenn Sie die Grapefruit morgens früh essen und Ihre Tablette erst abends nehmen, kann die Wechselwirkung noch immer aktiv sein. Wenn Sie Blutdrucktabletten nehmen, Cholesterinsenker nehmen,
irgendein Herzmedikament nehmen, dann sollten Sie Grapefruit und Grapefruit-Produkte vollständig meiden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker. Zeigen Sie ihm die Liste Ihrer Medikamente und fragen Sie konkret: Muss ich Grapefruit meiden? Das ist kein Schreckgespenst. Das ist gelebte Medizin, die zu wenige Menschen kennen. Jetzt haben Sie die 3 Früchte gehört, die Sie besonders nach 60 mit Vorsicht genießen oder ganz meiden sollten. Aber was nützt Ihnen die Warnung ohne die Lösung? Bevor wir weitermachen, ein kurzer Moment zum Nachdenken. Vielleicht fühlen Sie gerade so etwas wie Unglaube. Bananen, Trauben, Grapefruit, Früchte, die Sie Ihr ganzes Leben lang gegessen haben. Früchte, die Sie mit Gesundheit verbunden haben. Und nun das? Aber verstehen Sie bitte, dass das hier kein Angriff auf diese Früchte ist. Es ist keine radikale Diätphilosophie. Es ist Biologie. Es ist die schlichte Tatsache, dass sich unser Körper nach 60 verändert. Dinge, die mit 40 kein Problem waren, können mit 70 eine ganz andere Wirkung haben. Und das gilt für Medikamente genauso wie für Lebensmittel. Das Kluge ist nicht, alles aufzugeben, was Ihnen lieb ist. Das Kluge ist, informierte Entscheidungen zu treffen, zu verstehen, was genau passiert. Und dann Schritt für Schritt umzustellen auf Lebensmittel, die Ihrem Körper jetzt in dieser Phase Ihres Lebens wirklich helfen. Und genau dafür ist dieser Kanal hier, nicht um zu erschrecken, sondern um zu befähigen. Hier ist die gute Nachricht. Es gibt Früchte, die Ihr Herz aktiv schützen. Früchte, für die es handfeste wissenschaftliche Beweise gibt. Früchte, die Sie morgen in jedem deutschen Supermarkt kaufen können und die Ihrem Körper helfen, sich selbst zu heilen. Früchte, die so einfach und so zugänglich sind, dass Sie sich fragen werden, warum Ihnen das niemand früher gesagt hat. Wir beginnen mit Platz 3 der herzschützenden Früchte. Platz 3 der herzschützenden Früchte, Granatapfel. Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein exotisches Dekorationsobjekt. Hart, kugelig, mit einer ledrigen roten Schale. Aber was sich im Inneren des Granatapfels verbirgt, ist so kraftvoll, dass Wissenschaftler ihn inzwischen als eine der wirkungsvollsten Herzschutzpflanzen der Welt bezeichnen. Das Geheimnis liegt in seinen Polyphenolen. Granatäpfel sind vollgepackt mit Punicalagin, einem antioxidativen Stoff, der in keiner anderen Nahrungsquelle auf der Erde in dieser Konzentration vorkommt. Punicalagin wirkt in Ihrem Körper auf eine ganz besondere Weise. Es regt die Produktion von Stickstoffmonoxid an. Und Stickstoffmonoxid ist das Molekül, das Ihre Arterien entspannt, öffnet und geschmeidig hält. Stellen Sie sich Ihre Arterien wie Wasserleitungen vor. Im Laufe der Jahre werden diese Leitungen enger, verhärten sich, werden unflexibel. Das erhöht den Druck, den Ihr Herz aufwenden muss, um Blut durch den Körper zu pumpen. Genau wie eine Pumpe mehr Kraft braucht, wenn die Rohre verstopft sind. Granatapfel wirkt wie ein natürlicher Reiniger für diese Leitungen. Eine Studie aus dem renommierten Fachjournal Atherosklerosis aus dem Jahr 2020 untersuchte Senioren mit erhöhtem Blutdruck über einen Zeitraum von 3 Monaten. Die Gruppe, die täglich 150 Milliliter reinen Granatapfelsaft trank, verzeichnete einen durchschnittlichen Rückgang des systolischen Blutdrucks um 12 Punkte. 12 Punkte, das ist eine Wirkung, die viele Blutdruckmedikamente erreichen wollen. Und die Wirkung geht tiefer. Granatäpfel enthalten Elaxsäure, eine Substanz, die nachweislich die Bildung von Arterienplaques verlangsamt. Plaques sind die Ablagerungen aus Cholesterin, Fettstoffen und Entzündungszellen, die sich an den Innenwänden ihrer Blutgefäße festsetzen und sie langsam verstopfen. Jeder Riss in einem Plaque kann zu einem sofortigen Herzinfarkt führen. Granatapfel hilft, diese Plaques stabiler und kleiner zu halten. Forscher der Universität Haifa beobachteten in einer Langzeitstudie über 3 Jahre hinweg, dass Patienten, die täglich Granatapfelextrakt einnahmen, eine messbare Verringerung der Plaques in ihren Halsschlagadern zeigten. Bei der Kontrollgruppe nahmen die Plaques in dieser Zeit um 9% zu. Bei der Granatapfelgruppe nahmen sie um 30% ab. Wie essen Sie Granatapfel richtig? Die kleinen roten Kerne, die sogenannten Arillus-Körner, können direkt gegessen werden. Sie schmecken süßlich herb und passen hervorragend zu Joghurt, über Haferflocken oder in einen Salat. Alternativ trinken Sie 100 bis 150 Milliliter reinen, ungezuckerten Granatapfelsaft täglich. Achten Sie auf die Aufschrift: kein Zuckerzusatz, keine Zusatzstoffe, echter Direktsaft. Wenn Sie Gerinnungshemmer einnehmen, sprechen Sie zuvor kurz mit Ihrem Arzt. Für die meisten Menschen ab 60 ist Granatapfel jedoch nicht nur sicher, sondern regelrecht heilsam. Und das war erst Platz 3.
Bleiben Sie dabei, denn was als nächstes kommt, ist noch wirkungsvoller. Platz 2 der herzschützenden Früchte: Heidelbeeren. Klein, unscheinbar, oft übersehen zugunsten von Erdbeeren oder Wassermelonen. Aber Heidelbeeren sind vielleicht die größte Herzmedizin, die die Natur je erfunden hat, und sie wächst in deutschen Wäldern. Was macht Heidelbeeren so außergewöhnlich? Ihre tiefblaue Farbe ist der erste Hinweis. Diese intensive Farbe entsteht durch eine Gruppe von Pflanzenstoffen namens Anthocyane. Und Anthocyane sind keine gewöhnlichen Antioxidantien. Sie sind spezifische Verbindungen, die sich gezielt an Entzündungsproteine im Blut heften und diese neutralisieren. Chronische Entzündung ist einer der Hauptfeinde des alternden Herzens. Stellen Sie sich das vor wie ein schwelender Brand im Inneren Ihrer Blutgefäße. Sie sehen keine Flammen, Sie fühlen keinen Schmerz. Aber Tag für Tag, Woche für Woche frisst diese Entzündung an Ihren Gefäßwänden, macht sie brüchiger, enger, anfälliger für Risse. Genau dort setzen Heidelbeeren an. Eine bahnbrechende Studie der Harvard T. Hay Chan School of Public Health verfolgte über 93.000 Frauen zwischen 50 und 80 Jahren über 18 Jahre lang. Das Ergebnis war eindeutig. Frauen, die regelmäßig Heidelbeeren und andere anthocyanreiche Früchte aßen, hatten ein 32% niedrigeres Risiko für einen Herzinfarkt im Vergleich zu Frauen, die selten Beeren aßen. Das ist keine kleine Verbesserung. Das ist ein Drittel weniger Herzinfarktrisiko durch eine einzige Ernährungsgewohnheit. Aber Heidelbeeren tun noch mehr. Sie verbessern die Funktion des Endothels. Das Endothel ist die dünne Zellschicht, die die Innenwände Ihrer Blutgefäße auskleidet. Wenn dieses Endothel gesund ist, reguliert es den Blutdruck, verhindert Blutgerinnsel und sorgt dafür, dass Blut reibungslos fließt. Wenn es beschädigt ist, beginnen alle Herzprobleme. Eine Studie aus dem Journal of Gerontology aus dem Jahr 2019 zeigt, ältere Erwachsene, die täglich 150 Gramm frische oder tiefgefrorene Heidelbeeren aßen, verbesserten die Funktion ihres Endothels innerhalb von 4 Wochen um 25%. Ihr Blutdruck sank, ihre Arteriensteifigkeit nahm ab. Und ihre kognitiven Leistungen, also Konzentration und Gedächtnis, verbesserten sich ebenfalls messbar. Denn Heidelbeeren schützen nicht nur das Herz, sie überqueren die sogenannte Blut-Hirn-Schranke und wirken direkt auf die Neuronen im Gehirn. Das erklärt, warum Senioren, die regelmäßig Beeren essen, in Gedächtnistests besser abschneiden. Und das Beste daran, tiefgefrorene Heidelbeeren sind genauso wirksam wie frische, oft sogar noch besser, weil sie direkt nach der Ernte eingefroren werden und so alle Wirkstoffe erhalten bleiben. Sie können Heidelbeeren das ganze Jahr über kaufen, in jeden Joghurt, jeden Smoothie, jedes Porridge geben. Eine Handvoll täglich, 150 Gramm. Das ist alles, was es braucht. Und jetzt zur Nummer 1. Die herzschützende Frucht, die Sie vielleicht unterschätzt haben. Die Frucht, über die Wissenschaftler sagen, sie sei das Natürlichste und Wirkungsvollste, was Sie nach 60 für Ihr Herz tun können. Platz 1 der herzschützenden Früchte. Äpfel. Ja, der Apfel. So alltäglich, so vertraut, so sehr Teil des deutschen Alltags, dass wir aufgehört haben, ihn zu bewundern. Aber die Wissenschaft der letzten 10 Jahre hat das Bild des Apfels grundlegend verändert. Heute wissen wir, kein Obst wirkt so umfassend und so nachhaltig auf das Herzsystem wie der Apfel. Vorausgesetzt, Sie essen ihn richtig. Das Geheimnis des Apfels steckt in seiner Schale. In der Schale eines Apfels befindet sich ein Flavonoid namens Quercetin. Und Quercetin ist eine der am besten erforschten herzschützenden Substanzen der Natur. Es hemmt die Oxidation von LDL-Cholesterin. Das bedeutet, es verhindert, dass das sogenannte schlechte Cholesterin zu einer gefährlichen, entzündlichen Form wird, die sich in ihre Arterienwände einlagert. Gleichzeitig enthält die Schale des Apfels Ursolicacid, eine Verbindung, die Forscher der Universität Iowa als direkten Aktivator der Muskelproteinproduktion identifiziert haben. Das bedeutet, Äpfel helfen nicht nur Ihrem Herzen als Organ, sie stärken auch die gesamte Herzmuskulatur. Im Apfelfleisch selbst sitzt Pektin, ein besonderer löslicher Ballaststoff. Pektin bindet im Darm überschüssiges Cholesterin und scheidet es aus dem Körper aus, bevor es ins Blut aufgenommen werden kann. Eine Studie der Universität Florida aus dem Jahr 2021 zeigte, dass ältere Erwachsene, die täglich einen mittelgroßen Apfel mit Schale aßen,
nach 6 Wochen ihren LDL-Cholesterinspiegel um durchschnittlich 13% gesenkt hatten, ohne ihre Ernährung sonst zu verändern. Und dann gibt es da noch das Thema Blutdruck. Äpfel enthalten erhebliche Mengen an Chlorogensäure, einer phenolischen Verbindung, die nachweislich die Entspannung der Blutgefäßwände unterstützt. Mehrere europäische Studien, darunter eine aus den Niederlanden mit über 20 Teilnehmern, fanden einen direkten Zusammenhang zwischen regelmäßigem Apfelkonsum und niedrigerem Blutdruck und geringerem Schlaganfallrisiko. Aber jetzt kommt der wichtigste Teil. Wie essen Sie den Apfel, um all diese Wirkungen zu nutzen? Erstens, essen Sie die Schale mit. Denn genau dort sitzen Quercetin und Ursolicacid. Schälen Sie den Apfel und Sie werfen den wertvollsten Teil weg. Waschen Sie den Apfel gründlich, greifen Sie wenn möglich zu Bio-Qualität und beißen Sie direkt hinein. Zweitens, essen Sie ihn roh. Beim Kochen oder Backen werden wichtige Enzyme zerstört. Apfelkuchen ist lecker, aber er schützt Ihr Herz nicht. Ein frischer Apfel tut das. Drittens, essen Sie ihn am besten zu einer Mahlzeit mit gesunden Fetten. Zum Beispiel mit einem Esslöffel Mandelmus oder ein paar Walnüssen. Die Fette helfen Ihrem Körper, die fettlöslichen Wirkstoffe aus der Schale besser aufzunehmen. Und viertens, Beständigkeit ist alles. Ein Apfel täglich ist kein Volksmund-Klischee, es ist Wissenschaft. Was die meisten Menschen nicht wissen, Äpfel wirken auch stark auf den Darm. Das Pektin-Ei im Apfel dient als Präbiotikum. Das heißt, es füttert die guten Bakterien in Ihrem Darm. Und ein gesunder Darm bedeutet weniger systemische Entzündung, bessere Nährstoffaufnahme und ein stabileres Immunsystem. Alles Faktoren, die direkt auf die Herzgesundheit einwirken. Eine japanische Langzeitstudie mit über 7000 Teilnehmern ab 60 Jahren, veröffentlicht im European Journal of Clinical Nutrition, ergab, Menschen, die täglich einen Apfel aßen, hatten ein 45% niedrigeres Risiko, an Herzerkrankungen zu sterben, verglichen mit Menschen, die selten Obst aßen. 45% mit einem einzigen Apfel am Tag. Nun fragen Sie sich vielleicht, welche Apfelsorte ist die beste? Die Antwort überrascht viele. Alte, etwas herbere Sorten wie Boskop, Cox Orange oder Elstar enthalten deutlich mehr Polyphenole als die im Supermarkt so oft angebotenen gezüchteten Süßäpfel wie Golden Delicious. Wenn Sie die Wahl haben, greifen Sie zu den etwas kräftigeren, säuerlicheren Sorten. Sie mögen weniger süß schmecken, aber für Ihr Herz sind sie wertvoller. Und wenn Sie dachten, dass ein Apfel am Tag genug Vorbereitung erfordert, dann haben wir eine weitere gute Nachricht. Es gibt nichts zu kochen, nichts zu schneiden, nichts vorzubereiten. Einfach waschen und hineinbeißen. 10 Sekunden Aufwand. Eine der einfachsten Herzschutzmaßnahmen, die es gibt. Es gibt eine Geschichte, die viele Ernährungsmediziner gerne erzählen. Gudrun, 71, Rentnerin aus Freiburg. Sie kam zur Ernährungsberatung wegen erhöhter Blutfette und einem Blutdruck, der trotz Medikamenten schwer kontrollierbar war. Ihr Speiseplan war gar nicht schlecht. Gemüse, wenig Fleisch, kein Fastfood. Aber sie trank täglich ein Glas Grapefruitsaft, aß abends oft eine Handvoll Weintrauben und hatte Bananen als Lieblingsobst. Ihr Berater erklärte ihr, warum genau diese Kombination ihre Medikamente außer Kontrolle brachte und ihren Blutdruck trotz allem nicht stabilisierte. Er bat sie, für 8 Wochen auf alle 3 zu verzichten und stattdessen täglich einen Apfel mit Schale, eine Handvoll Heidelbeeren und 2-mal pro Woche frischen Granatapfelsaft zu sich zu nehmen. 8 Wochen später waren Gudruns Blutfette deutlich niedriger, ihr Blutdruck hatte sich stabilisiert und sie schlief besser als seit Jahren. Diese Geschichte ist kein Einzelfall. Sie wiederholt sich in Praxen und Ernährungsberatungen überall in Deutschland. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, ob Sie wirklich sofort alles ändern müssen. Die Antwort ist nein. Kein Ernährungsexperte der Welt empfiehlt radikale Overnight-Umstellungen. Denn was nicht durchhaltbar ist, wird nicht durchgehalten. Fangen Sie mit einer einzigen Änderung an. Ersetzen Sie morgen früh den Grapefruitsaft durch einen frischen Apfel. Nur das. 1 Woche lang. Beobachten Sie, wie Sie sich fühlen. Dann fügen Sie die Heidelbeeren hinzu. Dann den Granatapfelsaft 2-mal pro Woche. Kleine Schritte. Konsequent gegangen. Das ist, was funktioniert. Jetzt kennen Sie die Wahrheit, die in keiner Werbung steht. Sie wissen, welche Früchte Ihr Herz belasten, auch wenn sie jahrzehntelang als gesund galten. Und Sie wissen, welche 3 Früchte Ihr Herz schützen, Ihre Arterien reinigen und Ihre Energie zurückbringen.
Hier noch einmal alles auf einen Blick. Meiden Sie reife Bananen täglich, insbesondere wenn Sie Blutdruckmedikamente oder Herzmedikamente nehmen. Greifen Sie stattdessen zur halbreifen, leicht grünen Banane und nur gelegentlich. Legen Sie Weintrauben als täglichen Snack beiseite. Sie enthalten zu viel Fructose und zu viele Pestizide für den täglichen Genuss. Und wenn Sie irgendein Medikament einnehmen, meiden Sie Grapefruit vollständig. Fragen Sie Ihren Apotheker, ob Ihre Medikamente auf der Wechselwirkungsliste stehen. Stattdessen essen Sie täglich einen frischen Apfel mit Schale. Geben Sie jeden Morgen eine Handvoll Heidelbeeren in Ihren Joghurt oder Ihren Smoothie. Und trinken Sie 2 bis 3 Mal pro Woche ein kleines Glas reinen Granatapfelsaft. Das sind keine radikalen Einschränkungen. Das sind kleine, präzise Entscheidungen. Und diese Entscheidungen könnten den Unterschied machen, ob Ihr Herz mit 70, 80 oder 90 Jahren noch kraftvoll schlägt. Wir bei Klarvital glauben, dass Sie das Recht auf diese Wahrheit haben, dass Gesundheitswissen nicht hinter Fachbegriffen versteckt werden sollte, dass Sie, egal wie alt Sie sind, die Werkzeuge verdienen, die Sie brauchen, um stark zu bleiben. Wenn dieses Video Ihnen geholfen hat oder wenn Sie jemanden kennen, der täglich Grapefruitsaft trinkt oder Bananen liebt und Herzmedikamente nimmt, dann teilen Sie dieses Video. Es könnte wichtiger sein, als Sie denken. Schreiben Sie uns in die Kommentare, welche Frucht hat Sie heute am meisten überrascht? Haben Sie selbst schon bemerkt, dass eine bestimmte Frucht Ihnen nicht gut bekommt? Wir lesen und beantworten wirklich jeden Kommentar. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, drücken Sie den Daumen hoch-Button. Es kostet Sie eine Sekunde, aber es hilft uns sehr dabei, dieses Wissen an mehr Menschen weiterzugeben. Und wenn Sie noch kein Mitglied unserer Gemeinschaft bei Klarvital sind, dann abonnieren Sie jetzt. Jede Woche erscheinen neue Videos, sorgfältig recherchiert, speziell für Menschen über 60. Ohne Schnickschnack, ohne Werbebotschaften, nur die Wahrheit. Bleiben Sie stark, bleiben Sie neugierig, bleiben Sie informiert. Wir sehen uns im nächsten Video.